Moin aus dem Wunderland, ich bin Milka und ich arbeite am Leitstand. Also der Leitstand ist sozusagen das Herzstück der Anlage. Also ohne uns würde hier nichts rollen, nichts fahren, nichts würde sich in dem Sinne bewegen. Wir steuern hier oder wir kontrollieren hier eher die Züge, die Autos und die Flugzeuge, die man hier so sieht. Wir sind ein Team von 7, also 14 am Tag, 7 pro Schicht und sind im Ganzen eigentlich so 55 bis 60 Leute, die hier arbeiten. Also es kommt halt drauf an, was für eine Schicht man bekommt. Es sind 5 Leute, die sich um die Züge kümmern, eine Person, die sich um den Flughafen kümmert. Oh, einen kleinen Moment. Ja? Wir haben hier ein kleines Problem in Skandinavien. Kannst du bitte kurz vorbeikommen, dir das anschauen? Ja, kann ich machen. Ich bin gleich wieder da. Es geht um den Zug hier. Der ist in eine falsch gestellte Weiche gefahren und müssen wir mal wieder auf die richtige Spur bringen. Oh, da ist noch einer falsch. Leitstand für Milka. Jo. Magst du bitte Hauptbahn 6 einschalten und einmal die 13 weiterschicken? Geht los. Yay! Problem gelöst. Da bin ich wieder. Also was ich konkret mache, kommt halt drauf an, was für eine Schicht ich bekomme. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Bahnschicht bekomme, bin ich zusammen mit 4 anderen unterwegs hier für die 8 Stunden und schaue, was die Züge Probleme machen. Er fährt nicht. Ja, guck, der war stromlos. Der flackert so. Fährt wieder. Wenn es halt die Zeit bringt oder die Anlage in dem Sinne auch gnädig ist, dann habe ich auch die Zeit, Züge aufzustellen, Probe zu fahren und zu schauen, ob alles funktioniert, so dass wir halt immer wieder rollendes Material haben und halt eine laufende Anlage sozusagen. Wir benutzen das System Railware hier und wir arbeiten eng mit dem Entwickler zusammen, sodass es halt uns ein bisschen angepasst wird. Wir fahren das jeden Morgen hoch. Dauert in der Regel so 15 bis 20 Minuten, bis irgendwie alle Rechner hochgefahren sind und das System auch hochgefahren ist. Und jeden Morgen müssen wir das System einmal synchronisieren, sodass alle Weichen richtig stehen und auch im System richtig angezeigt werden. Also wenn wir dann die Anlage sozusagen synchronisieren, also die Weichenstellung und die Melder synchronisieren, hört man halt morgens auch immer das Klackern von den Weichen. Die klackern einmal hin und her und sind dann sozusagen richtig geschaltet. Und dann schicken wir, je nachdem, welchen Abschnitt wir anfahren, bestimmte Züge los oder halt egal welche, aber halt eine bestimmte Anzahl an Zügen los. Und dann ist es eigentlich so, dass es automatisch alleine fährt. Und wir kümmern uns dann einfach nur darum, dass falls wir einen Boosterausfall haben, also falls ein Zug in eine falsch gestellte Weiche fährt oder so oder es irgendwie auf eine andere Art und Weise entgleist, dass wir dann dahin gehen und uns darum kümmern. Ich glaube, da ist ein Zug entgleist, so wie das aussieht. Schauen wir uns einfach mal an. Entschuldigung, ich müsste da einmal kurz an die Anlage. Sorry. Noemi, versuch mal einzuschalten, bitte. Das ist leider nicht der, sondern ich glaube nämlich, dass das noch ein Wendel da ist. Okay, dann gucken wir da mal. Kannst einschalten, die Nebenbahn 3. Ja. Ja, fährt. Also wir fahren keine Züge selbstständig. Also das können wir zwar, aber das würde bei der Masse, die wir hier fahren, eigentlich nicht so viel Sinn machen. Also wenn ich mir aussuchen könnte, wo ich stehen würde, dann wäre es wahrscheinlich in Kiruna. Dort haben wir das Schiff vom Fliegenden Holländer und ich würde da so gerne draufstehen und auch so doll leuchten wie die Skelette, die da drauf sind.
Oh, das Ding ist, es gibt sehr vieles, was hier so lustig ist, aber das ist eher so Situationskomik, weil wenn man das dann so wieder erzählt, ist es dann wiederum nicht so lustig. Was wir zum Beispiel vorhin gemacht haben, ist, wir haben alle Bildschirme zu einem Videorechner gedreht und da hat man dann halt einfach ein Schaf gesehen die ganze Zeit über und wir wollten eigentlich damit Lars ein bisschen veräppeln, aber der war halt zu der Zeit nicht da und als wir ihn angefunkt haben, hat das so 10 Minuten gebraucht, bis er gekommen ist. Das heißt, wir hatten halt 10 Minuten lang diese Schafe da die ganze Zeit in Dauerschleife in so einem Loop zu sehen. Ja, war ein bisschen lustig, die Gäste fanden es auch richtig witzig. Ein kleiner Augenblick. Ja. Wir haben einen Stau in Knuffing. Magst du dir das mal kurz angucken? Jo, mach ich. Bis gleich. Der Milka-Truck hier vorne ist auf der Kreuzung entgleist vor der Feuerwehr. Okay, dann hingehen? alles klar. Dann retten wir jetzt die Milka. Entschuldigung, ich müsste da einmal kurz ran. Dankeschön. Du kannst die Milka umtragen und dann kann es auch gleich wieder weitergehen. Alles klar. Also die Milka stand sozusagen in der Kreuzung drin, sodass nichts mehr weiterfahren konnte. Also habe ich sie gerade eine Stoppstelle weiter geschickt, sodass Ariana sie umtragen kann und einfach wieder alles weiterfahren kann. Wir haben viel gesehen und ich habe sehr viel geredet und ich zeige euch jetzt, womit wir hier arbeiten. So, wir benutzen hier die Tastaturen von Waytag. Wir haben ungefähr 30 oder 31 Rechner, die wir täglich benutzen müssen. Das sind die für die Bahnsysteme, für die Car-Systeme und auch für den Airport. Und wir müssen uns ja immer wieder irgendwelche Rechner hochholen. Ich kann zum Beispiel mit einem einfachen Klick von einem Bahnrechner, wie hier zum Beispiel, sofort auf den Airport switchen und dort halt sozusagen einen Fehler dann begleichen, der da ist. Also wir haben hier auch ganz viele Kameras in der Anlage natürlich, damit wir uns immer jeden Fehler anschauen können, bevor wir da irgendwie hinlaufen. Und die sind auch in den Systemen vermerkt, also man kann da immer die Kameranummer sehen. Und ich könnte jetzt hier theoretisch einfach mal eine Airport-Kamera öffnen und wir können uns da mal anschauen, was für einen Fehler wir da eventuell hätten. Ich kann die rumschwenken, wir haben Domkameras und auch halt feste Kameras und kann mit den Domkameras zum Beispiel rumschwenken, ranzoomen und ja, alles mir anschauen, was es da so gibt. Wir sind jetzt gerade am Flughafen und das ist einer unserer Außenarbeitsplätze. Das heißt, ich kann mir von hier aus jeden Rechner holen, den ich brauche. Meistens macht man hier nur Sachen für den Flughafen oder für das Car-System in Knuffingen. Jetzt gerade haben wir ein Problem mit einem Flugzeug. Das Startkatapult, also sozusagen das System oder das Gerät, was dafür zuständig ist, dass unsere Flugzeuge fliegen oder auch landen, findet unser Flugzeug nicht. Und das ist ein Problem, das kann ich von hier lösen. Da muss ich nur unser Flugzeug, was da vorne gerade steht, einen kleinen Ticken nach vorne fahren. Das kann ich ganz einfach mit unserer Steuerung hier machen. Das heißt, kleinen Tick nach vorne. So, und stopp. Und jetzt lasse ich das Katapult nochmal suchen. Es dauert immer einen kleinen Augenblick, weil der fährt immer ein bisschen hin und her. Aber das sieht schon mal gut aus. Das ist halt das Coole dran. Es gibt halt Fehler, die man auch vom Arbeitsplatz aus lösen kann. Wie jetzt gerade zum Beispiel, dass ich nur einen Ticken den weiter vorfahren musste, dass halt das automatisch weitergeht. Natürlich gibt es auch viele Fehler, wo man drauf klettern muss, aber im Großen und Ganzen ist das halt einfach so das Coole. Ich hoffe, ich konnte euch einen schönen Einblick in die Arbeit vom Leitstand geben. Ich hoffe, euch hat auch die Folge gefallen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt einen Kommentar. Ansonsten schönen Tag euch noch und bis später.